Hallo ihr Lieben, der Herbst steht vor der Tür und da bekommt man so richtig Lust, mal wieder mit Blättern was zu machen. Ich habe für mein Projekt jetzt getrocknete Blätter genommen. Ihr könnt aber genauso gut auch einfach rausgehen und frische Blätter sammeln. Achtet vielleicht drauf, dass die ein paar interessante Formen haben und umso mehr Spaß macht das Ganze dann auch. So, das ist schon mal vorbereitet. Das machen wir jetzt auch noch mal zusammen. Und zwar nehme ich, wie gesagt, ein getrocknetes Blatt, in eurem Fall vielleicht auch ein frisches. Und da müsst ihr gucken, eine Seite hat, die Oberseite hat so ganz dünne Kapillaren, ne, so ganz dünne Rippen, und die untere, die hat dicke. Wir nehmen die Seite mit den dicken, damit wir später mehr Abdrücke bekommen. Dann habe ich einen Wassertankpinsel. Ihr könnt auch jeden anderen Pinsel nehmen und dann quasi das mit Wasser anrühren. Diese Metallic-Farben sind vom Action, das ist also Metallic-Aquarell. Ihr könnt aber auch normales Aquarell nehmen oder Wasserfarbe, das ist eigentlich ganz egal. So, und ich habe hier so Farben genommen, die mit Herbst zu tun haben, ne? Also grün und dann so gelb, gold, orange Range, ne? Hier so ein bisschen Kupfer und Messing und so, weil ich finde, dass das am schönsten aussieht. So, dann nehme ich aus dem Wassertankpinsel hier so ein bisschen Wasser raus und male quasi das Blatt einfach an. Ne? Ich male da einfach drüber. Sehe auch zu, dass ich hier bis ganz an den Rand komme, weil natürlich am Rand die Strukturen dann am meisten dargestellt werden. So, das ist jetzt soweit fertig angemalt. Und dann lassen wir das jetzt trocknen und dann kann es weitergehen. Das ist hier übrigens jetzt auch nicht meine Erfindung, ne? Also mit Blättern irgendwie Aquarellfarbe malen und drucken und sowas, das ist alles, das gibt es alles schon, ne? Also ich habe mir allerdings jetzt schon diese anderen Blätter vorbereitet, die habe ich euch ja schon gezeigt. So, die können wir jetzt nehmen, die sind also schon trocken. So, die mache ich hier jetzt mal vorsichtig ab. Und dann das Blatt ab. Und jetzt nehmen wir das nächste. Ich möchte von diesen Blättern jetzt gerne Abdrucke machen. Und zwar habe ich hier in dieser Sprühflasche Kaffee drin. Ne? Also ihr könnt entweder einen Schluck Kaffee abfüllen, den ihr euch morgens gemacht habt zum Beispiel, oder ihr mischt euch ein bisschen Wasser an mit löslichem Pulverkaffee. Das ist völlig egal. So, und jetzt sprühe ich hier einfach rauf. Lege das Blatt drauf, mit der bestrichenen Seite natürlich nach unten. Lege noch ein Blatt drauf und streiche das Ganze glatt. Ups. Jetzt sehe ich, dass mir der Kaffee noch nicht stark genug ist. Das ist mir nicht kontrastreich genug. Also mische ich da noch ein bisschen mehr Kaffeepulver rein. So, hier ist jetzt noch mehr Kaffee drin. Ja, noch eins. Okay. Und so mache ich das mit den anderen Blättern jetzt auch noch. Das ist jetzt natürlich alles noch nass. Weil wir ja aber gleich weiterarbeiten wollen, hatte ich schon vorgearbeitet. Ich habe hier also schon ein ganzes Teil von anderen Drucken gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal, was man insgesamt damit machen kann. Also einmal kann ich mir sehr schön
aus diesem Papier jetzt hier so 2 Blätter ausreißen oder auch mehrere und kann das, hier die Rückseite ist übrigens auch sehr hübsch, und kann das quasi falten und packt das hier in eine Signatur mit rein. So, ist doch sehr hübsch, oder? Hier und hier hinten auch. Das ist Variante 1 für die Junk Journaler. Und dann kann ich aber auch zum Beispiel die Dinge direkt an der Kante ausschneiden. Ne? Ich kann es aber auch ausreißen. Ne? Ich kann hier drumherum ausreißen und kann die Kanten zum Beispiel distressen. Ne? Hier ich habe jetzt Distress Oxide Walnut Stain genommen mit so einem Tintenwischer. Ne? So, und das kann ich hier jetzt quasi auch überall aufkleben. Ich kann es auf ein Cover tun, ich kann es irgendwie auf eine Seite kleben. Hier zum Beispiel hier so da und da aufkleben und hätte hier eine Tasche. Ich habe also sehr viele Variationsmöglichkeiten. Ich kann daraus natürlich auch Karten machen. Ich habe das hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das ist jetzt einfach so ein kaffeegefärbtes, dickeres Papier. Wenn ich das hier so raufklebe, ist mir das ein bisschen zu langweilig. Deswegen klebe ich da mehrere Schichten drauf. Dies ist hier so ein Rest aus der Kiste, wo ich immer drin färbe. Und so ein bisschen Buchseite, das geht immer. Und dann kann ich das hier, am besten distresse ich das auch außen nochmal. So, und das hier wohl auch. So. Ich drehe das auch auf den Kopf, denn mir geht es gar nicht darum, dass man das lesen kann. Mir geht es darum, dass da einfach Schrift ist. So, und jetzt nehme ich so einen Kleber. So. Dann das hier. So. Und dann hatte ich hier noch so ein Schildchen vorbereitet. Das ist der Schriftzug aus einer Zeitschrift. Den habe ich auf so ein Stück Restpappe geklebt, ausgeschnitten und drumherum auch distresst. So, das kann ich hier unten noch aufkleben. Ja. Okay. Nummer 1. Und dann kann ich hier ja auch drumherum ausreißen und hier distressen, ne, damit. Und dann kann ich das, da habe ich mir dieses hier so zurechtgelegt. Und auch Charme. Dann schneide ich das hier bündig ab. Das hier. Oh, ich sehe, ich habe vergessen, das zu distressen. Mist. Okay. So. Und dann noch das Charme rauf.
So zum Beispiel. Das kann ich auch in ein Journal einbinden. Ich kann es entweder als Karte benutzen oder ich kann es auch in ein Journal einbinden. Ich kann es sogar als kleines Cover nehmen, ne, und kann hier so ein Mini-Journal draus machen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Ihr könnt diese bemalten Blätter natürlich auch benutzen, ne? Man kann das hier natürlich auch oben drauf kleben. Auch sehr hübsch. Oder ich könnte jetzt hier zum Beispiel so ein Journal nehmen und das hier auf die Seite kleben. Ne? Oder vielleicht auch mehrere. Ja, wie gesagt, die Möglichkeiten sind unendlich. Ja, und dann habe ich ja jetzt noch jede Menge von dem ganzen Kram über. Diese und diese. Und ja auch noch diese. Die sind ja auch gleich getrocknet. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen Inspiration für euch. Ihr könnt natürlich auch einen Fineliner nehmen, ne, beispielsweise. Und wenn ihr möchtet, hier die Rippen nachmalen, ne, so die Kanten. So. Geht natürlich auch. So, und dann könntet ihr zum Beispiel sowas hier drauf machen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.